Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie man ein Spargelrisotto kochen kann. In einen Topf habe ich Butter und Reis gegeben. Die Butter lasse ich schmelzen und Reis und Butter werden einige Minuten bei mittlerer Hitze schmoren gelassen. Zwiebel habe ich keine hinzugefügt, da deren Geschmack zu sehr den des Spargels überdecken würde. Weißwein wird dazugegossen und untergerührt. Alles wird leise köcheln gelassen, bis der Wein verdunstet ist. Natürlich wird auch noch gesalzen. Dann wird wieder Flüssigkeit dazugegeben, und zwar ungefähr die Menge einer Suppenkelle. Man kann Wasser nehmen oder eine Brühe. Ich habe mich für Wasser entschieden, da eine Brühe, welcher Art auch immer, mit ihrem Eigengeschmack das Aroma des Spargels überdecken würde. Nun ist es höchste Zeit, den Spargel vorzubereiten. Ich habe hier grünen Spargel, der muss nur ein wenig an den unteren Enden geschält werden. Das geht am besten mit einem Sparschäler, wobei der Spargel auf der Arbeitsfläche liegen bleibt. Wenn man die Klinge schnell über die Oberfläche zieht, löst sich die Schale besser vom Messer und man kann zügiger arbeiten. Die unteren Enden bzw. Schnittstellen werden abgebrochen oder abgeschnitten. Die Stangen werden an der Spitze mit einem Messer auf eine Höhe geschoben, sodass sie auf eine Länge geschnitten werden können. Die unteren Enden werden in ca. 1 cm lange Stücke geschnitten und zum Reis gegeben. Es ist wieder an der Zeit, Flüssigkeit an den Reis nachzugeben und unterzurühren. Die Spargelstückchen können nun zusammen mit dem Reis garen. Zum Garen der Spargelspitzen gebe ich etwas Butter in eine Pfanne, zerlasse sie und gebe den Spargel hinzu. Er wird gesalzen, gepfeffert und mit einem Esslöffel Wasser befeuchtet. Anschließend wird er zugedeckt auf kleinster Stufe gegart. Bei mir hat es nur 5 Minuten gedauert, bis es soweit war. Der Reis wird zwischendurch immer wieder durchgerührt und mit etwas Wasser befeuchtet, bis er schließlich die gewünschte Garstufe erreicht hat. Zum Schluss kommt noch, je nach eigener Vorliebe, etwas geriebener Parmesan sowie Butter unter den Reis. Da mir die Masse noch etwas zu fest war, habe ich auch noch etwas Wasser dazugegeben, damit sie wieder etwas sämiger würde. Fertig. Der oder das Risotto ist auf einem vorgewärmten Teller aufgetragen und nun kommen die Spargelspitzen dekorativ darauf. Beim Garen hat sich noch etwas Flüssigkeit in der Pfanne abgesetzt, die wird einfach über das Gericht gegossen. Alles wird nun mit etwas klein geschnittenem Schnittlauch umrandet und als Tüpfelchen auf dem i gebe ich noch etwas Brennnesselpesto auf die unteren Ende des Spargels. Das Pesto bringt eine feine Geschmacksvariante, die wunderbar mit Reis und Spargel harmoniert. Ich hoffe, ihr probiert dieses Risotto einmal aus. Zutaten und Mengenangaben finden sich noch einmal zusammengefasst am Ende des Videos. Viel Spaß beim Kochen und wie immer, guten Appetit!